Der letzte Gegner aus der Lichtwelt muss jetzt fallen. Komm, let's go, gib ihn. Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget und heute befinden wir uns mal wieder auf dem guten alten Battle Mage, ja. Denn dort haben wir ja ein paar kleine Improvements gemacht in der Zwischenzeit. Zumindest von den Steinen her. Ja, ich befinde mich ja jetzt in der neuen Gilde und die haben natürlich auch eine deutlich bessere Ritterhalle am Start. Und ja, ich habe ein paar neue Edelsteine. Die letzten, also ich habe ein bisschen umgerüstet. Ein paar alte habe ich hier immer noch drin. Ich muss mal gucken. Ja, hier so ein 763er Stein, der ist auch noch relativ alt. Aber ich hatte hier auch Steine drin gehabt, die so 720 in dem Bereich waren. Und die möchte man natürlich möglichst schnell loswerden. Und ja, deswegen hat sich mein Char ein bisschen von den Attributen her verbessert. Ja, ich befinde mich auch hier in einer Ehrenhalle immer noch auf einem soliden 26. Ja, bin ja momentan, also ich bin ein bisschen switche ich hier so rum zwischen 26 und die Ehrenhalle ist auch buggt hier. 23 und 26, das ist so mein Ehrenbereich hier, wo ich mich so rumbewege. Ja, ich war jetzt die Tage auch schon mal auf 24 gewesen. Ich glaube auch kürzlich auch mal auf 23. Ne? Es geht immer so ein bisschen einher. Das ist immer so ein bisschen random natürlich auch. Und ja, unterm Strich läuft der Battle Mage aber immer noch gut. Und macht mir auch noch natürlich immer noch Spaß. Mit dem, was ich hier reinstecke, bin ich immer noch sehr zufrieden. Und ja, auf jeden Fall wird es langsam mal Zeit für ein neues Equipment. Wenn ihr mal so durchschaut hier, ich habe hier Sachen dabei, die sind hier relativ alt. Die Waffe ist ganz gut, aber ansonsten ja, sind hier so Sachen dabei, die will man jetzt unbedingt nicht mehr so hier im Inventar drin haben. Ne? Deswegen, es wird mal wieder Zeit, aber ich möchte auch nicht zu viele Pilze hier in die Hand nehmen, weil auf dem Account mache ich halt wirklich sehr, 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 sehr chillig so, ne? Und ja, trotzdem mal schauen, vielleicht eines Tages nochmal ein kleines Epic-Event spielen. Ne? Ich muss sagen, mich komplett mit einem Legendary Dungeon Equipment hier voll auszurüsten, ist mir zu teuer auf dem Account. Das lohnt sich für mich auch nicht. Ich spiele mal so ein bisschen Epic-Event und wenn ich mal ein, zwei Items habe, die ich benötige, dann blätter ich mal danach. Aber mich komplett auszurüsten mit Leggy-Items, das ist mir zu teuer. Das mache ich dann auch nicht so. Auf dem Account ist mir das zu teuer. Auf meinem Main mache ich das, ja. Da gehe ich den Preis ein, so, da ist es mir das wert. Da habe ich aber auch andere Ziele. Da ist mir natürlich hier die Platzierung wichtiger und da möchte ich auch auf lange Sicht gesehen natürlich auch über meinen Server hier in die internationale Ehrenhalle kommen. So, ne, da habe ich ein bisschen andere Ziele. Auf dem Server ist mir das jetzt nicht so wichtig. Wenn ich hier in den Top, ja, auf der ersten Seite bleibe, hier in den Top 31, dann bin ich da mehr als zufrieden mit. Ne? Und das, ja, schaffe ich ganz gut. Und ja, ich würde mal sagen, wir gucken mal hier in die Lichtwelt, denn hier fehlt uns im Olymp-Dungeon der letzte Gegner, der Endgegner, und das ist Zeus. Den habe ich jetzt schon lange Zeit nicht mehr ausprobiert. Ihr seht, in der Schattenwelt hat sich ein bisschen was getan. Hier bin ich bei Wirbelwind 990. Den werden wir in einem Video auch mal versuchen anzugreifen. Ihr wisst ja, auf meinem Main habe ich das auch gemacht. Für die Leute, die schon ein bisschen länger dabei sind, wissen das vielleicht noch. Ist jetzt auch schon wieder 2-3 Jahre her. Da hatte ich ja den Wirbelwindsturm auch besiegt gehabt und da habe ich mir auch die letzten 10 Etagen übrig gelassen. Ne? Und hier habe ich das jetzt genauso gemacht. Ja? Hier equippe ich mich jetzt nochmal einmal mit einem neuen Epic-Equipment, dann noch vielleicht ein paar neue Steine rein. Ja, mit der neuen Ritterhalle jetzt und dann werde ich das mal angreifen, hier die letzten 10 Etagen. Dann sollte das, denke ich mal, auch machbar sein. Hoffe ich mal. Ne? Ja, das auf jeden Fall dazu. Ich habe hier jetzt viel im Windsturm gemacht. Und bin jetzt gespannt, wie es mit Zeus aussieht. Zeus ist ein sehr schwerer Gegner, weil das ist ein Intelligenzgegner und ja, da kommt mein Feuerball nicht an. Die Kämpfe sind relativ schnell vorbei, so, weil keiner von uns kann ausweichen. Ich müsste eigentlich die ganze Zeit durchkritten, damit ich hier irgendwie eine Chance haben sollte. Und er dürfte halt jetzt mir nicht so eine fetten Crits ins Gesicht hauen. Weil natürlich als Magier, die machen natürlich relativ viel Schaden. Halten aber auch nicht so viel aus. Also ihr seht, es ist machbar. Ja, und deswegen denke ich mal, dass wir Zeus heute auch hier in der Folge besiegen können. Und wir damit die komplette Lichtwelt hier auf dem Server auch fertig haben. Ja, ich denke mal, der sollte so langsam machbar sein.
wie gesagt, mein Hauptaugenmerk war die letzten Tage wirklich der Wirbelwind und nicht irgendwie jetzt hier Zeus in der Lichtwelt. Und ja, wäre aber auf jeden Fall dem Gegner sehr verbunden, wenn wir den hier heute besiegt bekommen. Das wäre auf jeden Fall wieder ein Meilenstein für mich. Ich weiß noch, auf meinem Main-Account, das war ziemlich zum Anfang gewesen, als ich Shakes and Fidget Videos gemacht hatte. Auf meinem Main-Account habe ich das natürlich auch alles dokumentiert gehabt, wie ich den letzten Gegner in der Lichtwelt, da war aber nicht Zeus der letzte Gegner, da war, oh, ich weiß gar nicht, die 13. Etage oder so. Das war damals noch der letzte Gegner irgendwie gewesen. Ne? Also der 13. Stock, ich glaube, das war der letzte. Oder? Ja doch, ich glaube schon, ich weiß es gar nicht mehr. Ja, für die Leute können ja gerne nachschauen. Das müsste mein heftigstes Video, glaube ich, gewesen sein irgendwie. So ist der Titel davon, von dem Video, weil ich da ganz viel in einem Video geschafft hatte. Ne? Und deswegen hatte ich das mein heftigstes Video genannt, weil ich da, ja, das war damals sehr besonders für mich, die Lichtwelt zu clearen. Dann hatte ich da, glaube ich, von der Lichtwelt 2 Dungeon-Bosse irgendwie offen, die ich besiegt habe. Ne? Also die letzten Endgegner von den Dungeons. Dann hatte ich meinen Gladiator, glaube ich, noch auf Stufe 15 ausgebaut und so das allererste Mal, als dann die Unterwelt rauskam. Ne? Da waren sehr viele Meilensteine in einem Video und deswegen hatte ich das so genannt, auf jeden Fall. Und ja, jetzt ist es hier an der Zeit, dass wir mal hier durch die Lichtwelt durchrasieren. Hier haben wir die ganzen Achievements natürlich schon gesammelt. Hier haben wir unseren Gladiator schon auf Stufe 15 schon sehr, sehr lange. Und hier haben wir auch alle anderen Gegner jetzt mittlerweile besiegt. Der ist auf jeden Fall machbar. Ja, also den werden wir heute besiegt bekommen. Also da gehe ich mal von aus, das sollte der Fall sein. So viel Glück sollten wir haben, dass wir den jetzt noch irgendwie hier zur Strecke bringen. Ja. Allerdings tut sie vom Schaden her nicht so viel. Doch, ich habe gedacht, ich habe eine Waffe, die von der Spanne nicht so weit auseinander geht, aber die ist doch einigermaßen okay. Für eine Kriegerwaffe ist das okay. Vom Spannenverhältnis her. Und ja, ich bin gespannt. Zeus ist auch so ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Ich hatte ja auch hier das Olymp-Video gedreht, als der Olymp-Dungeon das erste Mal rauskam. Das war auch so ein historischer Moment gewesen, wo wir dann von Etage 1 bis Etage 10 hier alle Gegner dann auch geplättet haben in einem Video. Also sind schon sehr viele coole Sachen passiert auf jeden Fall. Ich freue mich auch, ich hoffe auch, dass in nächster Zeit mal vielleicht bald wieder ein neuer Dungeon rauskommen könnte, wo wir dann mal wieder durchrasieren auf meinen Main-Magier und die ganzen Gegner wegkritten. Das freut mich immer sehr, wenn sowas passiert. Und ja, mal schauen, ich bin gespannt. Ich würde mal sagen, wir nehmen mal die Enter-Taste in die Hand, ja. Wie gesagt, eigentlich mache ich das eher nicht auf dem Account hier, dass ich viel Pilze ausgebe. Aber das ist dann mehr oder weniger dann auch wieder fürs Video, damit ihr was zum Gucken habt. Hier Dungeon-Kämpfe seht ihr ja immer relativ gerne, denke ich mal. Ne? Und ja, da mal kann man sich das auch mal leisten. So wie man sich auch mal ein Epic-Event auf dem Account leisten kann, kann man sich auch mal ein paar Dungeon-Fights leisten hier, ne? Und vor allen Dingen jetzt hier so einen schönen Abschluss wie den Zeus jetzt hier, ne? Letzte Etage in der Lichtwelt, das ist immer 25 Millionen. Den gucken wir uns mal kurz an, den Kampf hier, ja. Bin mal gespannt, Zeus, da müssen wir, da haben wir nicht gekrittet und er krittet direkt zum Anfang, ja. Ansonsten, ja, wir hauen viele, aber er haut auch einen Crit raus, okay. Ansonsten, wir haben die ganze Zeit durchgekrittet, aber er hat auch 2-3 Mal gekrittet gehabt. Okay, die Chance ist auf jeden Fall da. Deswegen nehmen wir noch mal ein paar Pilze in die Hand und tryen ihn. Wir entern durch. Ja, mal gucken. Komm schon. Los, gönn jetzt. Komm, rein da jetzt mal. Oh, Digga. Oh, das kann nicht sein. Das kann nicht sein, dass er jetzt hier so viele Pilze frisst, ja? Okay, hätte ich nicht gedacht, dass der jetzt hier doch so hartnäckig ist. Zeus, der letzte Gegner hier aus der Lichtwelt, ist auf jeden Fall jemand, der will es wissen.
Also der ist nicht umsonst der Endboss hier. Ja. Der ist tückisch. Der ist sehr tückisch, der Gegner hier. Der sah so aus, als ob der relativ leicht legbar ist. Aber dann ist er doch so hartnäckig. Das hätte ich nicht gedacht. Das hätte ich ehrlich nicht erwartet, ja. Komm, wir müssen nochmal... Oh, Dicker, das war auch wieder so ein knapper Try, ne? Ja, komm. Der muss jetzt fallen. Komm, komm. Ich glaube es nicht. Okay, wir gehen auf... Oh, Dicker, auch wieder so ein knapper Try. Das ja nicht erwartet hier. Wir gehen auf 4.650 Pilze runter. 4.650 Pilze, da müsste er liegen. Wenn er bis dahin nicht liegt, dann müssen wir nochmal irgendwann anders attackieren hier. Das kann ja wohl nicht sein. Ja, wir entern nochmal durch hier. Komm, let's go. Jetzt gib ihn hier. Jetzt muss er fallen. Komm, die Pilze schrumpfen. Ja, komm, jetzt... Der letzte Gegner aus der Lichtwelt muss jetzt fallen. Komm, let's go. Gib ihn. Letzter Versuch. So schnell sind die Pilze weg. Und Zeus sieht noch nicht so aus, als ob der fallen will, ja? Ich bin davon eigentlich ausgegangen, dass der jetzt mal hier machbar ist. Aber anscheinend ist Zeus doch relativ hartnäckig. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. Wir gucken noch mal in die anderen Dungeons rein hier, wie es da aussieht. Ja, vielleicht haben wir hier noch mal irgendwo einen Gegner, der jetzt noch mal so aus dem Nichts irgendwie fällt. Ja, keine Ahnung. Kann ja sein, dass hier noch mal einer... Dass hier noch mal einer irgendwie... Ah, okay. YouTuber-Dungeon. Liegt. Nice. Drecks-Item. Gleich zerlegen. Let's go. Ja, wir jetzt noch mal ein... Ah, der Paul Terra hier. Ja. Wie sieht es denn mit denen aus hier? Okay, auch noch hartnäckig. Gut. Aber wir haben zumindest einen Gegner jetzt hier gelegt. Ja. Um nochmal so ein bisschen die Wunden von davor zu lecken. Ja. Dass wir hier nochmal ein kleines Erfolgserlebnis haben. Und ja, ihr habt wieder ein bisschen Dungeon-Geböllere gehabt auf jeden Fall. Sind wieder ein paar Pilze geflossen. Mehr Pilze, als ich eigentlich wollte hier wieder auf dem Account. Ja. Wieder viel mehr. Die hätte man wieder woanders rein investieren können. Aber... Das ist nur für das Video. Lasst euch das gesagt sein, ne? Ansonsten würde ich das hier privat niemals machen. Ja, privat würde ich das nicht tryen hier großartig. Hätte für mich persönlich keinen Mehrwert. Gut, sollte für euch auch keinen Mehrwert haben, falls ihr keine YouTube-Videos macht. Ja, ganz klare Sache. Ich mache das nur für euch. Alles klar. Gut, das soll soweit gewesen sein. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, wir attackieren den Zeus nochmal irgendwann anders. Wir kommen nochmal irgendwann gestärkt zurück. Ne? Aufgeben tun wir noch nicht, natürlich, ist klar. Eines Tages werden wir ihn besiegen. Bis dahin soll es aber soweit erstmal gewesen sein. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, einen Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.